Thema 1: Das erste Mal, dass wir uns in einem Café treffen. Hi, ich bin Anna. Freut mich, Sie kennenzulernen. Hallo, Anna. Ich bin John. Freut mich auch, Sie kennenzulernen. Wissen Sie, ich muss ein Geständnis ablegen. Oh, wirklich? Was ist es? Nun, das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich jemanden treffe, der so schön ist wie Sie. Wow, das ist ein ziemlicher Anmachspruch, John. Aber ich muss sagen, du bist selbst nicht so schlecht. Ich freue mich, dass du das denkst. Also, was führt dich heute hierher? Ich hole mir nur einen Kaffee, bevor ich zur Arbeit gehe. Wie steht's mit dir? Das gleiche hier. Ich kann meinen Tag nicht ohne eine gute Tasse Kaffee beginnen. Ich verstehe dich darin. Also, was machst du beruflich? Ich bin Softwareingenieur. Was ist mit dir? Ich bin Grafikdesigner. Es ist ein ziemlich kreativer Job, den ich liebe. Das ist großartig. Ich habe immer Leute bewundert, die einen kreativen Job haben. Ich bin selbst nicht sehr künstlerisch. Nun, jeder hat seine Stärken. Vielleicht kannst du einfach besser programmieren als zeichnen. Das stimmt wahrscheinlich. Aber wer weiß, vielleicht überrasche ich Sie eines Tages mit einem verborgenen künstlerischen Talent. Ich werde auf diesen Tag warten, John. Thema 2: Fröhliches Abendessen. Wow, das war ein tolles Abendessen. Was sagt ihr, Leute? Ja, das ist das beste Abendessen aller Zeiten. Freut mich, dass es dir gefällt, Junge. Also, was war dein Lieblingsteil des Essens? Lass mich nachdenken. Ich glaube, das Kartoffelpüree hat mir am besten gefallen. Wirklich? Nicht das Huhn oder das Gemüse. Nein, das Kartoffelpüree war der Star der Show. Nun, das nehme ich als Kompliment auf. Ich habe mir viel Mühe gegeben, diese Kartoffelpüree zuzubereiten. Apropos Komplimente, ich muss sagen, dieses glückliche Abendessen macht mich sehr glücklich. Was ist ein Happy Dinner? Es ist, wenn wir uns alle zusammen hinsetzen und als Familie ein köstliches Essen genießen. Und wenn alle glücklich sind und eine gute Zeit haben, nennen wir es ein Happy Dinner. Oh, jetzt verstehe ich es. Ja, das ist definitiv ein Happy Dinner. Einverstanden. Lassen Sie uns in Zukunft mehr glückliche Abendessen wie dieses haben. Du hast es. Rundum frohes Abendessen. Thema 3: Strandurlaub. Ah, das ist das Leben. Daran könnte ich mich jeden Tag gewöhnen. Das sagst du jedes Mal, wenn wir Strandurlaub machen. Ich kann nicht anders. Der Sand, die Sonne und das Meer haben etwas an sich, das mir das Gefühl gibt, lebendig zu sein. Ich weiß, was du meinst. Aber vergessen wir nicht die Sonnencreme, sonst siehst du aus wie ein Hummer. Danke, Angela. Ich werde dafür sorgen, dass ich reichlich Sonnencreme auftrage. Gut. Also, was willst du heute machen? Nun, ich dachte, wir könnten einfach hier liegen und uns den ganzen Tag Sand in den Hintern streuen. Das klingt nach einem Knaller. Oder wir könnten schwimmen gehen, ein paar Paddelbretter mieten oder eine Bootstour machen. Jetzt redest du.
Ich mag den Klang all dieser Optionen. Aber zuerst brauche ich wohl ein kaltes Getränk. Wie steht's mit dir? Ja, bitte. Ich könnte 1 oder 2 Margarita gebrauchen. Suchen wir die nächste Strandbar und holen uns unseren Drink. Klingt nach einem Plan. Vergiss nur nicht die Sonnencreme, sonst hast du morgen einen Kater und einen Sonnenbrand. Ich hab's. Sonnencreme und Margaritas. Die 2 wichtigsten Voraussetzungen für einen perfekten Strandurlaub. Thema 4. Toller Projektfortschritt. Hey Boss, ich habe tolle Neuigkeiten zu teilen. Das Projekt schreitet schneller voran als erwartet. Das ist wunderbar zu hören. Wie ist der Status? Wir sind bei allen wichtigen Meilensteinen dem Zeitplan voraus. Wir haben die Designphase abgeschlossen und gehen jetzt zur Entwicklung über. Das ist fantastisch. Sie und Ihr Team haben großartige Arbeit geleistet. Danke, Boss. Ohne mein großartiges Team hätte ich das nicht geschafft. Nun, ich freue mich, dass du ihnen Anerkennung zollen. Andernfalls muss ich ihnen vielleicht eine Gehaltserhöhung geben und dich zum Coffeeboy degradieren. Hey, ich bin bereit, der Coffeeboy zu sein, wenn das bedeutet, dass wir bei dem Projekt weiterhin große Fortschritte machen können. Ich schätze dein Engagement. Aber ich denke, wir bleiben vorerst bei der aktuellen Regelung. Fair genug. Also, was steht als nächstes auf der Agenda? Jetzt, da wir dem Zeitplan voraus sind, können wir uns etwas Zeit nehmen, um den Projektplan zu überprüfen und zu verfeinern und vielleicht sogar mit Pizza und Bier feiern. Ja. Pizza und Bier sind der perfekte Weg, um ein erfolgreiches Projekt zu feiern. Du bist der beste Boss aller Zeiten. Beruhige dich. Lassen wir uns noch nicht zu sehr mitreißen. Aber es ist schön zu sehen, dass Sie motiviert und begeistert von dem Projekt sind. Macht weiter so mit der tollen Arbeit. Thema 5. Das Internet ist ausgefallen. Oh nein. Das WLAN ist ausgefallen. Was werde ich tun? Ich weiß nicht, vielleicht etwas Arbeit erledigen? Sehr lustig. Aber im Ernst, wie soll ich ohne Internet arbeiten? Weißt du, die Leute haben die ganze Zeit ohne Internet gearbeitet. Vielleicht ist es an der Zeit, eine Reise in die Vergangenheit zu unternehmen und die Dinge auf die altmodische Art zu tun. Du meinst, Stift und Papier benutzen und Rauchsignale senden? Nein, nicht so altmodisch. Aber versuchen Sie vielleicht, einen physischen Planer zu verwenden oder persönlich mit Ihren Kollegen zu sprechen, anstatt E-Mails zu senden. Okay, ich verstehe deinen Standpunkt. Aber was ist mit all den Recherchen und Datenanalysen, die ich machen muss? Hier kommt die vertrauenswürdige Bibliothek ins Spiel. Du weißt schon, der Ort mit Büchern und anderen materiellen Ressourcen. Oh richtig, ich hätte diese Dinge fast vergessen. Aber was ist mit all den Katzenvideos, die ich verpassen werde? Ich bin mir sicher, dass du ein paar Stunden ohne sie überleben wirst. Und wer weiß, vielleicht erledigst du sogar mehr Arbeit, ohne die Ablenkungen durch soziale Medien und YouTube. Da hast du nicht ganz unrecht. Vielleicht ist dieser WLAN-Ausfall Glück im Unglück. Das ist der Geist. Jetzt mach dich an die Arbeit, auf altmodische Weise. Thema 6. Auf der Suche nach einem Kleid für eine Hochzeit. Hallo.
Kann ich dir heute bei der Suche helfen? Ja, ich suche ein Kleid für eine Hochzeit. Etwas Elegantes, aber nicht zu übertrieben. Ich habe genau das Richtige. Wie wäre es mit diesem schönen rosafarbenen Kleid? Es ist einfach und doch edel. Es ist nett, aber ich glaube nicht, dass rosa wirklich meine Farbe ist. Kein Problem. Wie wäre es mit diesem blauen Kleid? Es hat ein schönes Blumenmuster und einen schmeichelhaften Schnitt. Mir gefällt es. Es ist bequem und passt gut. Perfekt. Und es ist heute im Verkauf. Sie werden also ein tolles Angebot erhalten. Das ist toll, aber ich bin mir immer noch nicht sicher. Ich möchte sicher gehen, dass ich das beste Kleid für diesen Anlass bekomme. Ich kann dir versichern, es wird an dir umwerfend aussehen. Es hat einen tollen Schnitt und die Farbe wird deine Augen wirklich zur Geltung bringen. Glaubst du das? Absolut. Und es ist perfekt für eine Hochzeit. Es ist nicht zu formell, sieht aber trotzdem elegant aus. Du hast recht. Es passt sehr gut und fühlt sich angenehm an. Großartig. Du wirst es nicht bereuen. Und wenn Sie jemals Modeberatung oder Hilfe bei der Dekoration von Accessoires benötigen, zögern Sie nicht, mich zu besuchen. Das werde ich auf jeden Fall. Vielen Dank für deine Hilfe. Es war mir eine Freude. Und denken Sie daran, wenn Sie dieses Kleid zur Hochzeit tragen, werden alle Augen auf Sie gerichtet sein. Oh meine Güte, ich hoffe nicht. Ich will die Braut nicht in den Schatten stellen. Keine Sorge, das wirst du nicht. Aber in diesem Kleid werden Sie auf jeden Fall alle Blicke auf sich ziehen. Thema 7: Erfolgreicher Unternehmensleiter. Guten Abend und willkommen zu unserer Show. Ich bin hier mit einem der erfolgreichsten Wirtschaftsführer der Welt, Mr. Johnson. Danke, dass du heute Abend zu uns gekommen bist. Es ist mir eine Freude, hier zu sein. Mr. Johnson, Sie haben ein riesiges Imperium aufgebaut und sind zu einem der reichsten Menschen der Welt geworden. Was ist das Geheimnis Ihres Erfolgs? Nun, es ist eine Kombination aus harter Arbeit, Entschlossenheit und viel Glück. Glück? Kannst du das näher erläutern? Sicher. Kennen Sie das Sprichwort, je härter ich arbeite, desto mehr Glück habe ich? Es ist wahr. Ich hatte viele Misserfolge, aber ich habe immer aus ihnen gelernt und diese Lektionen genutzt, um mich zu verbessern und zu wachsen. Das ist eine tolle Einstellung. Aber lassen Sie mich Sie fragen, was war die größte Herausforderung, mit der Sie in Ihrer Karriere konfrontiert waren? Das ist eine schwierige Frage. Ich würde sagen, meine größte Herausforderung bestand wahrscheinlich darin, mit der Bürokratie der staatlichen Vorschriften umzugehen. Es kann frustrierend sein, sich mit allen Regeln und Anforderungen vertraut zu machen, aber es ist ein notwendiger Bestandteil der Geschäftstätigkeit. Das kann ich mir vorstellen. Aber lassen Sie mich Sie etwas Unbeschwerteres fragen. Was ist das Verrückteste, was du je getan hast, um einen Deal abzuschließen? Oh Mann, es gab ein paar. Einmal musste ich mich wie ein riesiges Huhn verkleiden und an einer Straßenecke tanzen, um Kunden in ein neues Restaurant zu locken, das wir gerade eröffneten. Wirklich? Wie hat das geklappt? Eigentlich überraschend gut. Die Leute konnten nicht widerstehen, Fotos mit dem riesigen Huhn zu machen, und das sorgte für viel Aufsehen im Restaurant. Das ist unglaublich.
Und wo wir gerade von Restaurants sprechen, ich habe gehört, dass Sie ein bisschen ein Feinschmecker sind. Schuldig wie angeklagt. Was ist deine Lieblingsküche? Ich liebe alle Arten von Essen, aber ich habe ein Faible für Italienisch. Ein gutes Nudelgericht hat einfach etwas an sich, das meinen Tag versüßen kann. Ich kann das nachvollziehen. Und was ist das exotischste Essen, das du je probiert hast? Wahrscheinlich Durianfrucht. Hast du jemals davon gehört? Ja, habe ich. Es ist bekannt für seinen starken, stechenden Geruch. Das ist untertrieben. Es riecht nach einer Kombination aus verrottendem Käse und Abwasser. Aber überraschenderweise ist der Geschmack eigentlich ziemlich gut. Ich glaube dir. Lass uns ein bisschen den Gang wechseln. Sie sind bekannt für ihre Philanthropie und ihre Spenden für wohltätige Zwecke. Welche Ursachen liegen Ihrem Herzen am nächsten? Ich glaube daran, der Gemeinschaft etwas zurückzugeben und denen zu helfen, denen es weniger gut geht. Bildung und Gesundheitswesen sind zwei Bereiche, die mir besonders wichtig sind. Das ist toll zu hören. Und zum Schluss muss ich fragen, was kommt als nächstes für Sie und Ihr Unternehmen? Wir sind immer auf der Suche nach neuen Innovations- und Wachstumsmöglichkeiten. Derzeit konzentrieren wir uns darauf, unsere Reichweite in Schwellenländern zu erweitern und in neue Technologien zu investieren, die unsere Geschäftstätigkeit revolutionieren können. Aufregendes Zeug. Nun, vielen Dank, dass Sie heute Abend zu uns gekommen sind, Mr. Johnson. Es war mir eine Freude. Danke, dass ich dabei bin. Es war ein großartiges Gespräch. Thema 8: Produktionslinie. Hast du dich jemals gefragt, wie unser Leben aussehen würde, wenn wir nicht in einer Fabrik arbeiten würden? Ich weiß es nicht. Vielleicht würden wir um die Welt reisen und irgendwo an einem Strand Cocktails trinken. Ja, das klingt nett. Andererseits würden wir nicht die Genugtuung haben zu wissen, dass wir durch die Herstellung hochwertiger Produkte einen Beitrag zur Gesellschaft leisten. Stimmt. Und seien wir ehrlich, wir hätten nicht dieses tolle Förderband, um uns den ganzen Tag zu unterhalten. Du hast mich dahin gebracht. Ich meine, wer braucht Netflix, wenn man einen endlosen Strom von Produkten zu überprüfen hat? Und vergessen Sie nicht den Nervenkitzel beim Scannen von Barcodes. Es ist wie ein Rennen, um zu sehen, wer es am schnellsten kann. Ja, es ist wie unsere eigene kleine Olympiade. Ich glaube, ich muss vielleicht anfangen, einige Fingerübungen zu machen, um meine Geschwindigkeit zu verbessern. Das machst du. In der Zwischenzeit werde ich hier drüben sein, um meine Fähigkeiten in der Qualitätskontrolle zu perfektionieren. Wir sind ein großartiges Team. Gemeinsam stellen wir sicher, dass jedes Produkt, das diese Fabrik verlässt, erstklassig ist. Wir sind ein großartiges Team. Gemeinsam stellen wir sicher, dass jedes Produkt, das diese Fabrik verlässt, erstklassig ist. Und wer weiß, vielleicht erfinden wir eines Tages ein revolutionäres neues Produkt, das die Welt verändern wird. Alles ist möglich. Aber konzentrieren wir uns vorerst darauf, sicherzustellen, dass diese Produkte das Beste sind, was sie sein können. Einverstanden. Lass uns wieder an die Arbeit gehen. Das Förderband stoppt nie und wir auch nicht. Du hast es. Zeigen wir dieser Fabrik, woraus wir gemacht sind. Thema 9: Reisen nach Indien. Hallo. Reisen Sie auch nach Indien? Ja, das bin ich. Warst du schon einmal dort?
Klar, natürlich. Wie Sie sehen, komme ich ursprünglich aus Indien. Oh, das ist großartig. Ich wollte schon immer Indien besuchen. Was ist deine Lieblingssache an dem Land? Nun, es gibt so viele Dinge, die man an Indien lieben kann, aber ich würde sagen, das Essen steht definitiv ganz oben auf meiner Liste. Wirklich? Ich habe gehört, dass indisches Essen ziemlich scharf sein kann. Ja, das stimmt. Es gibt aber auch viele mildere Gerichte, die genauso lecker sind. Vielleicht muss ich ein paar davon ausprobieren. Also, womit verdienst du deine Brötchen? Ich bin Softwareingenieur. Wie steht's mit dir? Ich bin Marketingberater. Es ist immer interessant, mit Menschen aus verschiedenen Berufen und Hintergründen zu sprechen. Das ist so wahr. Es ist eines der Dinge, die ich am Reisen am meisten liebe. Ja, ich auch. Bist du außer Indien in andere Länder gereist? Ja, ich war an einigen anderen Orten in Asien, wie Japan und China. Oh, das ist cool. Ich war noch nie in Asien, aber ich würde es gerne eines Tages besuchen. Du solltest auf jeden Fall gehen, wenn du die Gelegenheit dazu hast. Hier gibt es so viel zu sehen und zu tun. Das kann ich mir vorstellen. Also, was halten Sie von dem Flughafen hier in den USA? Eigentlich ist es ziemlich nett. Ich war auf verschiedenen Flughäfen auf der ganzen Welt, und ich denke, dieser ist einer der besseren. Wirklich? Ich fand es immer irgendwie chaotisch und verwirrend. Nun, es kann am Anfang etwas überwältigend sein, aber wenn man sich erst einmal daran gewöhnt hat, ist es nicht so schlimm. Ich schätze, das stimmt. Hattest du schon einmal lustige Erlebnisse auf Reisen? Oh, auf jeden Fall. Einmal war ich in Thailand und habe versehentlich ein Gericht bestellt, das so scharf war, dass ich es nicht einmal essen konnte. Das klingt furchtbar. Ja, danach habe ich meine Lektion gelernt. Jetzt frage ich immer, wie scharf das Essen ist, bevor ich es bestelle. Gute Idee. Daran werde ich denken müssen, wenn ich in Indien bin. Auf jeden Fall. Und wenn Sie Empfehlungen für Restaurants oder Aktivitäten benötigen, lassen Sie es mich einfach wissen. Ich helfe Ihnen gerne weiter. Danke, ich weiß das zu schätzen. Es ist immer schön, auf Reisen die Perspektive eines Einheimischen zu haben. Absolut. Ich helfe gerne weiter. Thema 10. Bepflanzung. Weißt du, ich hätte nie gedacht, dass ich mal Gartenarbeit machen würde. Aber es ist einfach so befriedigend, diese kleinen Kerle zu pflanzen und sich um sie zu kümmern. Ich stimme zu. Es ist beeindruckend, ihnen beim Wachsen und Gedeihen zuzusehen. Und es ist eine großartige Möglichkeit, unserem Wohnzimmer Leben und Farbe zu verleihen. Ja, ich glaube, wir haben es mit den Pflanzen vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber hey, je mehr desto besser, oder? Absolut. Und mit all diesen Pflanzen leben wir praktisch in einem Dschungel. Es ist, als wären wir Tarzan und Jane, aber anstatt uns auf Ranken zu bewegen, kümmern wir uns um unsere geliebten Zimmerpflanzen. Ich mag das Geräusch. Und wer weiß, vielleicht entdecken wir eines Tages sogar eine neue Pflanzenart in unserem Wohnzimmer. Das wäre unglaublich. Wir wären berühmt für unsere botanischen Entdeckungen. Oder wir könnten einfach das einfache Vergnügen genießen, diese Pflanzen zu pflegen und zu pflegen.
Es ist eine großartige Möglichkeit, Stress abzubauen und sich mit der Natur zu Du verbinden. hast recht. Und es ist auch eine gute Ausrede, um diese flippigen Gartenhandschuhe zu tragen, die du mir gekauft hast. Hey, sie sind praktisch und stylisch. Und sie werden verhindern, dass deine Hände schmutzig werden. Ich schätze, du hast recht. Wer hätte gedacht, dass Gartenarbeit so in Mode sein kann? Alles kann modisch sein, wenn Sie es mit Selbstvertrauen tragen. Bitte abonniere unseren Kanal und freue dich, weitere Videos von uns in mehreren Sprachen anzusehen.